Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Wir hatten ja diese Tagesstätte für geistig behinderte Erwachsene, schulbildungsunfähige Erwachsene in Leisnig mit bis 12 Plätzen. Und nach der Wende war die Frage, was machen wir dort? In dem westlichen System, was dann übernommen wurde, auch Sozialsystem, war das eine Werkstatt für behinderte Menschen. Und das war so der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Tagesstätte umwandeln in eine Werkstatt für behinderte Menschen. Das heißt, wir brauchen mehr Platz, mindestens 60 oder 120 Plätze müssen das sein, und wir müssen gucken, wie geht das. Und das war auch ein Punkt, wo also auch dann in Absprache mit Rat des Kreises oder dann das Landratsamt dort überlegt wurde, was machen wir. Das war dieselbe Meinung, die sagten auch, ja, wir müssen da was machen, weil die Behinderten, die in den Betrieben gearbeitet haben, es gab geschützte Arbeitsplätze für die fitten Behinderten, die also auch was leisten konnten. Und das wurde dann im Rahmen der Wende auch von der Treuhand bei der Auflösung der Firmen abgewickelt. Und das waren so eine der ersten mit, die dann auch auf der Straße waren. Trotzdem noch durch die Schwerbehinderung versorgt waren, das war nicht das Problem, aber keine Tätigkeit mehr hatten. Und das war der Punkt, wo wir sagten, wir wollen eine Werkstatt für Behinderte im Kreis aufbauen und haben dann gesucht, welches Betrieb können wir verwenden, wo können wir das machen. Wir wollten nicht auf der grünen Wiese, weil das dauert zu lange. Und wir haben dann, da wir mit dem Spielzeugfabrik Famos vorher schon Kontakte hatten, die haben uns immer mal ein bisschen Arbeit gegeben. Die haben so kleine Holztiere, waren zum Verleimen und haben gesagt, ja, das könntet ihr auch machen. Und dort hatten wir für unsere immer schon Material gekriegt, Arbeitsmaterial. Und das war so der Ausgangspunkt. Die wurden ziemlich schnell abgewickelt. Die Spielzeug brauchen wir nicht mehr. Wird woanders produziert, kommt vom Westen und wurden von der Treuhand abgewickelt. Und da war so die Frage, Mensch, könntet ihr nicht unseren Betrieb übernehmen? Und das war dann auch so, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir. Und wir haben dann die Firma von der Treuhand gekauft für 300.000 Mark. Und diese 300.000 Mark war SED-Vermögen. Das heißt, es wurde damals das SED-Vermögen, was da war, für soziale Investitionen genutzt. Und man konnte einen Antrag stellen, zum Beispiel eben für sowas, dort SED-Vermögen zu bekommen. Und da haben wir dann den Betrieb gekauft, haben dann im ersten Moment nochmal dort investieren müssen, weil ja die Raumbedingungen und das Ganze nicht dem entsprach, haben nochmal 800.000 D-Mark reingesteckt und haben dort dann eine Werkstatt für Behinderte aufgebaut. Erst 60, aber dann schon 2 Jahre später waren wir 100. Und mittlerweile gibt es dazu noch 2 Nebenwerkstätten, das heißt 3 Werkstätten für fast 300 Behinderte gibt es dann. Bis heute? Heute noch, ja, heute noch. Neuanfang. Beruflich totale Erweiterung, Neuanfang, und man konnte das machen, was man sich so auch vorstellte oder auch Sachen verwirklichen, die vorher nicht denkbar waren. Also das waren so Sachen, die dort nicht so denkbar waren. Wir haben dann auch, das wurde ein Krankenhaus in Roßwein leer, also auch durch die Wende nicht mehr benötigt. Und wir haben dann das Grundstück auch dort übernommen und dort ein Pflegeheim, weil die Stadt sagt, wir brauchen ein Pflegeheim für Senioren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen ein Pflegeheim dann dort rein, auf das Grundstück. Das Gebäude ging nicht zu verwenden, weil Zimmer waren zu hoch, war als Krankenhaus gebaut und nicht als Pflegeheim. Und das wurde dann abgerissen und wir haben auf das Grundstück dann ein Pflegeheim gebaut. Ja, das waren Sachen, die waren vorher so nicht denkbar. Besser würde ich nicht sagen. Nein, wir hatten nicht die Möglichkeiten, also generell nicht die Möglichkeiten, die es gab. Sie war anders. Die soziale Arbeit im Westen ist sehr geprägt vom Finanziellen. Wer finanziert das und wie geht das umzusetzen?
Das war bei uns nicht das Thema, sondern wir hatten zumindest in der kirchlichen Arbeit nach dem Motto, Geld haben wir nichts, also müssen wir was machen. Und haben dann auch vieles möglich gemacht, ohne nach dem Geld zu fragen. Wir hatten, auch ich hatte als Fürsorger, wir hatten Mitglieder, die haben jährlich 2, 3, 5, 6 Euro gegeben und dieses Geld hatte ich auch, um mal eine Familie einen Urlaub mitzufinanzieren oder ähnliches oder wenn jemand obdachlos war, mal da was zu besorgen. Das wurde anders. Das Spektrum der sozialen Arbeit ist vielfältiger geworden. Das war vorher etwas eingeengter. Das muss man so sagen. Aber ich würde nicht sagen, jetzt generell besser oder nicht besser, sondern es ist anders. Und es ist ja jetzt mehr von der Ökonomie geprägt. Das ist schon ein Punkt. Also ich habe mich nicht engagiert in dem Bereich der Demonstrationen, die es ja auch gab. Hatte einmal 2 Gründe, weil ich auch an bestimmten Abenden selber Veranstaltungen hatte. Also wir haben abends dann auch die Gruppenabende für Alkoholiker zum Beispiel gehabt. Und zum anderen, weil ich das nicht als meine Aufgabe gesehen hatte, dort mich so sehr zu engagieren. Wo ich mich engagiert habe, war in der Veränderung der sozialen Versorgung. Das heißt also, da ich durch meine Arbeit Kontakte hatte eben ins Gesundheitswesen und dort habe ich mich engagiert und wir haben sehr viele auch Absprachen oder auch Gespräche geführt mit Verantwortlichen damals im Gesundheitswesen, um zu gucken, wie können wir das verändern. Und das heißt, dort war ich dann nach der Wende auch in verschiedenen Arbeitsgruppen. Der einen Arbeitsgruppe Psychiatrisches Krankenhaus Hochweitschen. Da gab es eine Arbeitsgruppe, was machen wir mit so einem Großkrankenhaus, wo sehr viele Behinderte, psychisch Kranke untergebracht sind, manchmal mit Bettenseelen mit 16 und mehr Bewohnern, die ich auch noch selber kannte. Was können wir dort machen? Dort gab es dann eine kleine Arbeitsgruppe. Oder auch die Arbeitsgruppe, wie gestalten wir die soziale Arbeit im Döbeln und im Kreis. Also welche Beratungsstellen brauchen wir, welche müssen wir ausbauen. Wir hatten bei uns in einer Mission, wir hatten eine Ehe- und Lebensberatung eingerichtet und wir haben auch, meine Kollegin und ich, in bestimmten Bereichen Schuldnerberatung gemacht, wenn jemand kam, der irgendwie dort Probleme hatte. Wir haben eine Beratung für psychisch Kranke schon gehabt. Und da war so die Frage, wie können wir dort was weiterentwickeln. Und in diesem Bereich habe ich dort mitgearbeitet. Auch die ganze Frage, wie wird das mit Auflösung Poliklinik. Die Krankenschwestern waren bei den Ärzten angestellt und eine Poliklinik, was jetzt Sozialstation ist. Wie können wir das machen? Die Poliklinik kann nicht die Schwestern, die aufs Dorf fahren und dort die Kranken versorgen, weiter beschäftigen. Poliklinik wird abgewickelt. Da war so die Frage, welche Sozialstationen brauchen wir, wo bauen wir welche auf. Also in diesem Bereich habe ich dort aktiv mitgewirkt. Also ich war zufrieden, dass es hier möglich war, dann auch in Döbeln, dass die Kirche geöffnet wurde montags für Friedensgebete. Ich war auch zufrieden, dass dann dort Gespräche stattfanden mit dem Bürgermeister. Auch Überlegung war runder Tisch, beziehungsweise auch die Frage Staatssicherheit, die es auch hier gab, ein Gebäude und eine Kreiseinrichtung, wie man damit umgeht. Dort hat sich die evangelische Kirche mit engagiert, um dort erstmal zu sichern und dann zu gucken, wie geht es weiter. I have a